Unser kleines rotes Quietschentchen hat ein neues Problem. Und zwar sieht es so aus, wenn die Zylinderkopfdichtung undicht wäre. Das ist ein ganz typisches Problem beim Peugeot 206. Äußert sich das Problem dadurch, dass wir hier im Kühlmittelbehälter Öl gefunden haben und im Öl Wasser. Hier sieht man, da ist richtig schöne Mayonnaise im Kühlmittel. Für den Zylinderkopfdichtungswechsel muss da einiges abgebaut werden. Also bekommt er auch einen neuen HD-Film über einen Zahnriemenwechsel. Zusätzlich müssen wir hier vorne noch abbauen und da hinten. Da wir viele Elektrik trennen müssen, machen wir auf jeden Fall die Batterie weg. Peugeot hat ja die praktischen Schnellverschlüsse. Braucht man noch nicht einmal Werkzeug dafür. Zugang zur rechten Seite des Motors erhält man nur, wenn die Radhausschale raus ist, also muss erstmal das Rad ab. Die Radmutter müssen wir dafür lose machen. Nur lose, nicht abnehmen. Und dann nehmen wir das Rädchen ab. Der Innenkotflügel hat hier vorne zwei kleine Schräubchen, das sind Torx 20. Spreiztübel verbaut, da gibt es so Spezialinstrumente, aber wir müssen erst mal drunter kommen. Gut, das war schon. So, die müsst ihr so ein bisschen hochlupfen, dann hier drunter und dann den Innenteil ziehen und dann kann man diesen Spreiztübel abnehmen. Und dann genauso. Und außen ist er. Mache ich hier die Luftleitbleche weg, dann hat man hier weniger Gefahr, sich zu verletzen, wenn man hier arbeitet. Bei diesem Modell braucht er für den Keilriemen so einen Innenvierkant. Ich habe den hier mal im Eigenbau gefertigt. Der Vierkant wird hier an dieser Spannrolle vorbei angesetzt. So wird der Zahnriemen abgenommen. So, dann könnt ihr den Zahnriemen hier überall ausfädeln, den Keilriemen natürlich, und rausnehmen. Jetzt machen wir das Rad für den Keilriemen runter. Das sind 3 kleine Schräubchen, ist also nicht viel Arbeit. Die obere Zahnriemenverkleidung hat 2 Schrauben mit Schlüsselweite 10. Dann kann das Ding nach oben abgezogen werden. So, die untere Zahnriemenverkleidung hat auch so ein paar hübsche Schräubchen. Machen wir alles schön weg. Hier oben im Eck hängt auch noch eine. Für die Kurbelwelle und die Nockenwelle braucht er 2 Bolzen. Das ist ein 10 mm Bolzen für die Nockenwelle und das ist ein 6 mm Bolzen für die Kurbelwelle. Hier ist das Loch für den Bolzen im Zahnrad. Und der muss jetzt, hier ist das Loch im Block. Das heißt, wir müssen jetzt den Motor so weit drehen, bis dieses Loch hier fluchtet. Ah, jetzt fester. Ja. Der Bolzen für das Schwungrad wird hier oben eingeführt. Also nicht hier, wo man meinen könnte, sondern hier oben verschwindet er. Und dann ist das Schwungrad blockiert. Richtige. Oh, jetzt wenn der Riemen mal blockiert ist, könnt ihr den Spanner lose machen. Aha, und jetzt entspannt sich der Zahnriemen. Jetzt könnt ihr den Zahnriemen abnehmen. Jetzt macht ihr den Ausgleichsbehälter auf. Hier oben an der Spritzwand ist noch ein Entlüftungsventil am Schlauch der Heizung. Das dreht er auch mal schön auf. Unten am Kühler eine Entlüftung. Oh, schaut mal, wie der kleine Rote krank war. Und lauter Fettaugen in der Suppe. Jetzt sieht man gut, wie viel Öl da im Wasser war. Bei der Exxon Valdez hat es so ähnlich ausgesehen. Der erste Teil des Kühlwassers ist jetzt außen. Jetzt können wir mal langsam die Schläuche demontieren. Mit ein bisschen Quäle geht er dann auch weg. Der untere halbe
kam ich mit meiner tollen Zange nicht bei. Also muss es mit der Wasserpumpenzange gehen. Das haben wir der obere Schlauch. Die Leitungen zur Servopumpe stören hier in dem Bereich. Da machen wir erstmal den Halter hier weg. Ah ja, jetzt können wir da ein bisschen kurven. So, die Stecker haben hier eine Rastnase, die muss man drücken. So. Jetzt machen wir den kleinen Schlauch noch zum Ausgleichsbehälter weg. Jetzt müssen wir zählen, wo die Klammer für den Gaszug hängt. 1, 2, 3, 9, 10. Im 11. hängt sie. Könnt ihr die Klammer hier rausziehen. Müsst ihr hier unten eingreifen, dann hier rumfahren und dann hängt er oben aus. So, jetzt könnt ihr den Zug hier rausfädeln. Nicht knicken, die Dinger gehen schnell kaputt. Nächstes machen wir uns über diesen Filter, Schlauch zum Luftfilter her. Der ist hier mal fest, hier ist er fest. Die können wir mal alle großzügig aufmachen, die Klemmen. Die müsst ihr immer beim Gelben hier eindrücken. So. Dieser komische Verschluss geht genauso wie die gelben, nur schon nicht markiert, auf der Gegenseite drücken und dann hat man den außen. Bei diesem Motor hat die Zündleiste nur 2 Schrauben. Eine sitzt hier an der Seite und die andere an der Seite. Dann kann man die ganze Zündleiste hier rausziehen. Die Zündleiste hat hier unten eine Nase mit so einem Winkelschraubenzieher, anheben und dann kann man das Ding abdrücken. Den Ausgleichsbehälter unten die Federklammer wegdrücken, geht im Prinzip mit den Fingern oder mit einer Zange und dann könnt ihr den Schlauch unten abziehen und dann kriegt ihr das Ding aus dem Auto. Den Halter des Behälters machen wir auch gleich weg, sonst steht der nachher im Weg. Die dritte da unten ist so eine Matschi-Kratsche, schon ganz praktisch. Die Benzinleitung müssen wir gut verschließen, damit da kein Dreck reinkommt. Den Stecker von dem Geber ziehen wir auch noch gleich aus und haken natürlich da hinten aus dem Kabelbaum. Das Hitzeblech vom Krümmer hat oben 3 Schrauben. Den Krümmer möchte ich eigentlich am Kopf lassen, deswegen versuche ich hier diese Flanschverschraubung zu trennen. Da die Schrauben hier so eine schräge Richtung haben, ich nachher mit dem Kopf aber relativ senkrecht weg will, muss ich hier ganz aus den Schrauben raus. Dann ist mir der Halter hier aber im Weg, deshalb muss ich hier noch einen Halter wegmontieren. Den Motorhalter kann man eben als Ganzes drin lassen, aber die kleine Strebe hier muss raus, weil die am Kopf hängt. Die Schraube machen wir gerade wieder da rein, dann kann da nichts passieren. Der Kabelhalter hier kann auch noch weg, dann stört er nachher nicht. Vor allen Dingen müsste der Stecker da unten im Motor bleiben. So. Unten ist noch ein zweiter Kabelhalter verbaut. An der Drosselklappe sind noch 3 Steckverbindungen, auch wieder mit diesen Rastnasen. So, da hinten ist noch eine Unterdruckleitung, auch wieder mit so einem komischen Drückverschluss. Wenn er die noch wegmacht, kommt die Ansaugbrücke freier. Da hinten ist noch ein Halter von den Servoleitungen, die werden nachher sowieso fürchterlich im Weg sein. Machen wir wenigstens den Halter noch weg. Unter dem Thermostatgehäuse ist auch noch ein blauer Stecker. Unter der Ansaugbrücke ist auch noch ein grüner Stecker. Mit dem unteren Wasserschlauch der Heizung habt ihr euer Vergnügen. Mit der Spezialzange könnt ihr die Schelle hier so weit nach hinten schaffen, dass man jetzt den Schlauch abziehen kann. So, jetzt haben wir noch das untere Wasserleitung und jetzt kann der Kopf raus. Ja,
Nachdem der Kopf jetzt frei liegt, können wir uns an den Kopf selbst machen. Erstmal den Ventildeckel runter. Schauen wir mal, wie die Sache da drunter wird. So, und da seht ihr mal, wie die ganze Scheiße aussieht. Beim Lösen der Zylinderkopfschrauben müsst ihr jetzt aufpassen. Erstmal darf man sie jetzt nur ganz wenig, also maximal eine halbe Umdrehung lösen. Und zweitens gibt es auch eine gewisse Reihenfolge. Die Anzugsreihenfolge wäre von 1, 2 bis zu 10 raus. Jetzt müssen wir aber rückwärts bei 10 beginnen, um den Kopf loszuschrauben. So, Viertelumdrehung ist hier. Viertelumdrehung ist hier. Viertelumdrehung ist hier. Also wie gesagt, habe ich nur 90 gemacht, jetzt machen wir die zweiten 90. Ist die 9 dahinter? So, jetzt sind sie alle los und können wir sie da rein auch rausholen. Und so kleine Schrauben sind da drin. Und hier haben wir unser Problem. Hier hat es irgendwo geleckt. Hier sitzt nämlich mehr Mayonnaise drin. Ich habe die jetzt alle nach französischer Norm beschriftet, weil in Frankreich ist nicht der erste Zylinder am Stirnrad. Bei einem französischen Motor ist der erste Zylinder hier, der zweite hier, der dritte hier, der vierte hier, also genau umgekehrt wie beim deutschen. So, die Hebelgruppe nimmt er ab und legt sie irgendwo in einen sicheren Ort. Ich habe hier ein schönes Wohnzimmerbuffet und da bleibt sie liegen. Vorne hoch, 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 hoch. Hängt er da irgendwo? Jetzt über den Ölstab. Der geht mit. Okay. Versuch. So, man darf jetzt auf keinen Fall den Motor bewegen, weil der hat freie Buchsen. Das heißt keinerlei Bewegung an der Kurbelwelle. Da muss jetzt alles ganz ruhig stehen bleiben. Peugeot hat extra so Halter, aber wenn wir jetzt nichts machen, funktioniert es auch so. Wir bewegen den Motor einfach nicht. Hier sieht man das Problem, an der Stelle war es undicht. Hier haben wir den Schmoder. Jetzt kommt die aufwendigste Arbeit an der ganzen Geschichte. Jetzt müssen wir sowohl den Motorblock von den Dichtungsresten reinigen, als auch den Zylinderkopf. Wir fangen mal mit dem Motorblock an. Ich benutze hier so einen Kupferschaber, weil der Motor ist ja aus Aluminium. Da könnt ihr mit Stahlinstrumenten wenig machen. Zusätzlich könnt ihr hier noch Gasket Remover oder Tipp von mir Backofenreiniger benutzen. So seht ihr, das war jetzt der Backofenreiniger. Das gleiche mit dem Kopf. Hier muss ich erstmal versuchen, dass möglichst viel an der Dichtung und möglichst wenig am Kopf hängen bleibt. Da können so ein paar untergeschobene Plastikinstrumente nicht schaden. Hier ist schon komplett gequollen. Wie üblich, mein Fingernagel das beste Instrument. So sieht es
3 Stunden später aus. Jetzt ist der Kopf absolut sauber. Ich gehe jetzt noch mit Nitroverdünnung oder mit Aceton drüber, dass er schön fettfrei ist. Das gleiche mit dem Kopf. Auch der ist jetzt wunderbar sauber. Müsst ihr den überall klasse entfetten. Hier sind 2 Passhülsen, die müssen zum einen stecken. Und wenn wir jetzt den Kopf aufsetzen, dürfen wir auf den nicht reiben, sondern die müssen wir von oben treffen. Bevor wir den Zylinderkopf montieren, müssen wir dafür sorgen, dass die Löcher für die Schrauben alle sauber sind. Wenn da zu viel Dreck drin ist, könnte es sein, dass beim Reindrehen der Schraube sogar der Block reißt. Der neuen Dichtung liegt eine Gebrauchsanweisung bei. Da habt ihr nachher auch die Anzugsreihenfolge und die Drehmomente. Die hängen wir uns hier hin. Ich habe es mit meiner Anleitung verglichen, passt. Dann die Dichtung packt ihr immer erst im letzten Moment aus. Auf der Dichtung steht hier Haute. Das Top kann man fast nicht lesen, ist also nicht falsch, wenn man ein bisschen Französisch kann, im französischen Auto. Dann wird die genau hier auf die Passhülsen aufgesetzt. Du musst tiefer und ein Stück zurück. Okay, halt. Sehe ich nichts mehr. Du musst tiefer, 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 tiefer. So sitzt der Motor in seinen Zentrierhülsen. Jetzt sitzt er wunderbar. Und jetzt gucken wir, ob alle Löcher noch passen. Jetzt dürft ihr die ganze Schlepphebelkörper nicht vergessen. Achten, dass der in allen Passhülsen drin sitzt. Da ist noch ein bisschen Spiel. Da kommt er. Da kommt er. Ein bisschen drückt es jetzt auch die Ventile nach unten. Ölt ihr unten am Gewinde und oben am Sitz. Zwei. Drehe die alle der Sequenz nach mal vorsichtig, so wie sie anstehen. Dann gibt es genau 20 Newtonmeter in der vorgeschriebenen Reihenfolge. Sechs, 9 und 10. Jetzt gibt es den Drehwinkelanzug, und zwar müssen wir jetzt zweimal mit 120 Grad angezogen werden in der Reihenfolge, wo wir vorhin hatten. Dann nimmt er so eine Drehwinkelscheibe. Wer keine so eine tolle Winkelscheibe hat, kann es auch so machen, mache ich zur Sicherheit nämlich trotzdem. Zweimal ein gleichschenkliges Dreieck mit dem Meter gemacht, das sind die ersten 60 Grad und hier kommen die zweiten 60 Grad und da machen wir uns eine Markierung dran und da muss nämlich dann der Hebel aufhören. Jetzt dreht er die 120 Grad da gemütlich vorwärts. Die erste Runde sind wir mal durch. Jetzt nochmal die ganze Sache. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 10. Die nächsten 120 Grad. Dafür werden wir den großen Hebel nehmen. Ja. Und 120. Die Ventilkammer machen wir mal vorläufig zu, da müssen wir nachher nochmal ran bei den Ventile einstellen, aber da brauchen wir erst einen Zahnriemen. Das heißt, wir setzen die jetzt einfach mal so drauf, nur dass nichts in den Motor fällt. So reicht schon. Neue Dichtung und alles andere, wenn das Ding fertig ist. Grob gesprochen geht es jetzt rückwärts, genauso wie wir es ausgebaut haben, nur in verkehrt rum Reihenfolge. Das heißt, wir beginnen mit diesem ekelhaften Schlauch da unten an der Heizung, weil da kommen wir am allerschlechtesten bei. Der muss auf jeden Fall zuerst drauf. Also versuchen wir den mal da drauf zu kriegen.
muss noch da vorne drauf und das wird jetzt eine lustige Angelegenheit. Als nächstes kommt der grüne Stecker unter der Ansaugbrücke. Dann kommt der blaue Stecker hier unten wieder auf den Geber. Drauf gehen die Dinger ja immer besser als runter. So, den Halter hinten machen wir auch wieder fest. Jetzt kommt die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker noch drauf und eingeröstet. So, jetzt kommen die Stecker an die Drosselklappe. Einer. Der graue kommt hier unten. Hier unten hatten wir noch den Kabelhalter ein bisschen lose gemacht, dass wir mehr Platz hatten zum Verzerren. So ist schon gut. Hier war noch ein Halter. Der geht mit zwei 6er Schräubchen. Die Strebe vom Halter rausgemacht. So, passt die wieder rein. Die Schraube hier bekommt 45 Newtonmeter. Die kleine bekommt 20 Newtonmeter und 20. Die neue Dichtung geht nur in einer Position drauf, die mal auf die Bolzen. Dann müssen wir den Auspuff wieder abhängen. Dann könnt ihr den Auspuff wieder auf die Bolzen setzen. Dann kommen die Muttern wieder drauf. Und die versteckte da hinten. Die Halteschraube für die ganze Anlage wird auch wieder eingedreht. Die Bolzen bekommen 35 Newtonmeter am Krümmer. Die halten, kommen. Wenn es oben mal so weit fest ist, können wir auch den Halter hier unten anziehen, dann hängt sie ziemlich verwindungsfrei. Die Verschraubung der Anlage bekommt 45 Newtonmeter. Wenn das Hosenrohr schon mal dran ist, können wir auch gleich das Schutzblech, das Hitzeschutzblech auf den Krümmer installieren. Die Kraftstoffleitung wird wieder hier unten auf die Rail gesteckt. Einfach nur drauf und schon ist gut. Die kommt in den unteren Halter hier. Jetzt müsst ihr den Gaszug wieder knickfrei einführen. Der läuft hier unten erstmal hier durch. Dann kommt er hinten raus, dann geht er hier über die Führung. Und jetzt muss er da eingehängt werden. Und drin ist er. Die Klammer war im 11. Schlitz. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Da kommt sie wieder rein. Jetzt kann der Luftschlauch zum Filter wieder rein. Den Halter für den Ausgleichsbehälter setzen wir erstmal ein. Die Schraube hier kommt noch dieser kleine Blechhalter für das Teil. Der Halter hatte die kleine Bundmutter, die großen Bundmuttern kommen hier drauf. Und eine schön da hinten am Eck versteckt. Nicht vergessen anzuziehen. Ausgleichsbehälter hier rein. Den Schlauch auf den Behälter zu bekommen ist Horror, aber es geht. Für die Klammer unter dem Ausgleichsbehälter nimmt ihr am besten eine Sägeringzange. Den Schlauch müssen wir auch wieder draufsetzen. Und die
Klemme sitzt. Und der Stecker kommt hier drauf. Den Temperaturgeber am Thermostatgehäuse müsst ihr auch wieder aufstecken. Den da unten stecken wir natürlich auch auf. Beim oberen Wasserschlauch müsst ihr aufpassen, wenn er hier waagrecht ist, muss das Stück nach oben stehen. Den kann man nicht verdrehen. Vorsicht! Auch wieder mit meiner Spezialzange. So, hier ist eine Markierung, wo der Bügelhalter sitzen soll. So, unten am Kühler habe ich jetzt eine Eigenbauschraube benutzt. Die Original-Plastikschraube montieren wir nach den ganzen Spülaktionen, weil wir müssen das Kühlsystem ja noch gut reinigen. Für den ersten Probelauf schütten wir mal Wasser rein. Spülen tun wir dann nachher, wenn alles läuft, damit der Reiniger nicht so lang drin ist. Jetzt füllt er das langsam gemütlich auf und beobachtet am Ausgleichsventil, bis am Entlüftungsventil Wasser auskommt. Wir fädeln den Zahnriemen langsam wieder von oben ein. Der Zahnriemen kommt zuerst über die Kurbelwelle, dann geht es über das Nockenwellerad. Jetzt kommt er hier über die Kurbelwelle, über die Nockenwelle. Der Wasserpumpe weiter. Die Wasserpumpenlage ist ja vollkommen gleich. Und dann kommt er über die Spannrolle. So müsste der Zahnriemen sitzen. Gegen den Uhrzeigersinn spannt er den Zahnriemen und dann wird hier die Befestigungsmutter festgezogen. Richtig gespannt, wenn er hier gerade um 90 Grad zu drehen ist. Jetzt macht er die Stifte wieder raus, also der vom Schwungrad. Auch den oben an der Nockenwelle. Wenn der Motor zweimal durch ist, probiert er mit den Stiften, ob die wieder passen. Bei einem neuen Zahnriemen würde der jetzt den Zahnriemen straffer spannen und dann den Motor viermal durchdrehen und dann erst wieder auf die normale Spannung zurück. Da das ein gebrauchter ist, entfällt hier der Schritt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Ventile einzustellen. Das könnt ihr euch in einem extra Video anschauen. Ich habe jetzt die Ventile eingestellt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Öl auf den Kopf, weil das war ja alles trocken. Bevor wir jetzt zumachen, reinigen wir die Dichtfläche mit Aceton oder Nitroverdünnung. Dann kommt das Schwallblech hier auf den Kopf, das wird so rum aufgesetzt. Und dann dürft ihr diese Abstandshülsen oder Buchsen nicht vergessen. Beim Deckel ziehen wir noch die alte Dichtung ab. Reinigen das unten drunter, erstmal grob. Dann eine Runde Nitro. Dann habe ich hier eine neue Dichtung besorgt, die montieren wir wieder da drauf, auf den Deckel. Schon eine interessante Konstruktion, die Dichtung. So, wenn alle Ecken drin sind. So wird der Deckel wieder aufgesetzt. Dann sitzt er hier wunderbar. Dann kommen diese Hutmuttern hier oben drauf. Und diese Muttern bekommen das sagenhafte Anzugsmoment von 5 Newtonmetern. So, die Zündleiste müsst ihr in alle 4 Zylinder so rum ansetzen. So, wenn die richtig in allen Zylindern sitzt, könnt ihr die von oben her andrücken. Und das war es dann auch schon. Bei dem Motor hat die Zündleiste tatsächlich nur 2 Schrauben. Das Anzugsmoment für die Zündleiste sind 8 Newtonmeter. Den Stecker von der Zündleiste drückt er hier auf und jetzt wird das Kabel so in Schlangenlinien hier durch die 2 Halter geführt. Die Entlüftungen werden wieder aufgesteckt. Die sitzt
Und hier sitzt's. Wir kommen mit Spannung aufs Auto. So. Das Steuergerät muss ich jetzt erstmal wieder einlernen, weil die Batterie weg war. Das heißt, wir müssen jetzt 10 Sekunden auf Zündung gehen, bevor dass wir irgendwas machen. Wir machen den ersten Testlauf. 1 Sekunde mal auf den Anlasser. Ruhig! Okay, lassen laufen. Der Deckel von der Batterie kann auch wieder drauf. Dann können wir wieder die untere Zahnriemenverkleidung zumachen. 4 Schräubchen, alle mal ansetzen. Eine sitzt hier oben ganz versteckt im Eck. Alle mit Gefühl anziehen. Jetzt kommt das Antriebsrad für den Keilriemen wieder drauf. 3 Schräubchen. Angezogen werden die Dinger mit 20 Newtonmeter. Jetzt kann auch der Zahnriemenschutz oben wieder drauf. Einfach aufstecken und dann hat er hier eine Schraube. Und auf der Rückseite ist noch eine. Sind 7 die mit Gefühl an. Einzugsmoment wäre wahrscheinlich 8 oder 10. So, den Zahnriemen legt er wieder in der richtigen Richtung ein. Der muss jetzt auf alle Räder drauf. So, dann kommt er hier um die Rolle rum. So. Dann geht es hier um den Klimaanlagenkompressor, dann geht es hier rum und jetzt muss er nachher hier drauf. Gut aus, oder? Und dann könnt ihr das Luftleitblech für die Bremse wieder aufstecken und hinten die Klammern schließen. Ich verschwinde jetzt gleich hinter der Rathausschale. So, hier oben kommt so ein Spreiztübel rein. Hier unten war die komische Niet. Und da oben die Spreiztübel reindrücken, hier oben noch einer und gut ist. Noch die 2 Dreieckschräubchen rein. Eine und die zweite saß hier vorne. Alles drin, also kann das Rädchen wieder drauf. Rädchen machen wir wieder fest, mal so wie es per Hand geht und nachher Drehmoment, wenn er wieder auf den Rädern steht. Jetzt kann er auch wieder auf seinen eigenen Rädchen stehen. Zum Schluss bekommen die Radmotor noch ihre 90 Newtonmeter. Um das Öl aus dem Wasser zu bekommen, spüle ich den Motor jetzt etliche Mal mit klarem Wasser durch. Immer wieder laufen lassen und oben das Öl abfischen. Jetzt scheint wieder alles dicht zu sein und wir machen nach dem Zylinderkopfdichtungswechsel auf jeden Fall einen Ölwechsel. Ich habe ihn jetzt ganz heiß gefahren bei der ersten Probefahrt. Deckel auf und Ablasswanne drunter. Jetzt kann der kleine Rote mit seiner neuen Zylinderkopfdichtung wieder auf die große Reise gehen. Hoffen wir mal, dass die länger hält als die alte. Also tschüss, bis zum nächsten Film.